Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar möchte ich euch in diesem Video einmal ein Normal Map Lighting vorstellen. Die ursprünglichen Credits für die Node, die ich euch gleich zeigen werde, gehen hier an dieses Repository von TJ the 16th, ComfyUI TJ Normal Lighting, verlinke ich euch unten, schaut da gerne mal rein. Die Grundlage habe ich genommen und eine eigene Note daraus gebaut. Und zwar findet ihr die dann hier in meiner eigenen Collection, die sich Yank nennt. Installieren könnt ihr das Ganze ganz bequem über den Manager. Also einfach hier meinen Kanalnamen benutzen und ihr findet die Yank Collection hier zum Download angeboten. Ansonsten natürlich auch Git Clone und die üblichen Wege funktionieren auch. So, Normal Map Lighting, das wird dafür verwendet, dass man ein Bild anhand einer Art 3D-Map ein bisschen nachbelichten kann. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe in diesem Beispiel zum Erstellen der Normal Map IC Light benutzt. Schaut euch vielleicht auch die letzten beiden Videos zum Thema IC Light an. Dann wird hier vor allem der Bereich vielleicht ein bisschen klarer werden. Da werde ich gleich schneller drüber gehen, nur auf die Besonderheiten. Dann hier für IC Light ein bisschen eingehen. Allerdings könnt ihr für das, was hier hinten passiert, dieses Normal Map Applying, könnt ihr im Prinzip jede Art von Normal Map verwenden. Also wenn ihr dann einen bevorzugten Weg habt, eine Normal Map aus einem Bild zu erzeugen, könnt ihr den auch verwenden. Oder wenn ihr ein externes Programm dann dafür benutzt, das funktioniert auch weiterhin. So, wir erstellen jetzt erstmal unser Ursprungsbild und dafür ist es hier ziemlich simpel gehalten. Wir laden Epic Realism, A Beautiful Cyberpunk Woman, A Cyberpunk City, Rain Reflections, Close-Up, Portrait, Frontal Shot, Blonde Long Hair und High Detail Intricate Cinematic 8K UHD. Als Negatives Text, Watermark Author, Horror. Das Ganze machen wir mit einer Größe von 512 x 768. Hier seht ihr, wie mein Sampler eingestellt ist. Ich lasse das Ganze mal laufen und wir sehen unser Bild. Und diese Dame hier werden wir jetzt versuchen, ein bisschen von der Belichtung her zu ändern. So, wir können direkt auch schon in den zweiten Step springen, hier den. Hierfür muss ich einfach nur Enable IC Light, die Gruppe einmal anschalten. Und ich werde euch mal eben kurz zeigen, was hier passiert. Wir haben erstmal nur ein Prompting, ziemlich simpel gehalten, Strong Light, High Contrast, High Detail und als Negative Blurry. Das Ganze geht in ein IC Light Conditioning Setup rein, wie wir es schon aus den vorherigen Videos kennen. Also auch mit Latent Batch Seed Behavior, dem Sampler Custom, diesmal aber nur sogar auf 10 Steps eingestellt. Und als Model nehmen wir das FPC-Model. Wir erinnern uns, das ist für Foreground und Background, weil das werden wir brauchen. Hier unten kommt unser Image rein. Ich skaliere das nochmal, wobei wir hier nicht wirklich skalieren. Die Größe bleibt so wie gehabt. Wir gehen in einen Image Remove Background. General Purpose habe ich in dem Fall gewählt. Dadurch kriegen wir einen Vordergrund vom Hintergrund separiert, also die Dame ohne Hintergrund. Wir kriegen auch eine Maske und das Ganze geht in den IC Light Background Scaler, der, wir erinnern uns, den Vordergrund mit einem grauen Hintergrund verseht. Das können wir uns gleich mal angucken. Aber erstmal gehen wir hier runter, weil hier kommt eigentlich die Besonderheit, die wir brauchen. Und zwar, ich habe euch ja schon im ersten IC Light Video die Simple Light Source gezeigt. In dem Fall haben wir jetzt 4. Die können wir einfach Daisy chainen, aus der ersten runter ins Pref-Image der nächsten. Und der Unterschied, der hier vorliegt, ist im Prinzip nur, wir haben hier einmal Left Light, Right Light, Top Light und Bottom Light. Und von hier aus geht das Ganze dann hoch in diese VAE-Encode, von hier aus in den Background und als unser Latent Batch Seed Behavior, so langsam sprechen, auch in unseren Sampler rein. Und das Ganze macht dann Folgendes. Es generiert uns 4 Bilder mit diesen unterschiedlichen Belichtungen. So, das können wir uns hier mal angucken. Hier sehen wir es. So, dank IC Light haben wir jetzt hier 4 Bilder unterschiedlich belichtet mit unserem Motiv. Ich wollte euch noch mal eben den Background Scaler zeigen, was der da als Zwischenschritt macht. Ne? Im Prinzip haben wir jetzt von unserem Hauptbild hier den Vordergrund extrahiert und mit einem grauen Hintergrund versehen, den wir dann letztendlich hier unterschiedlich belichten. Das heißt, wir haben eine
Belichtung nur auf unserem Vordergrund. Jetzt kann ich schon mal hingehen und Enable Normal Map machen. So, dadurch geht die letzte Gruppe hier hinten an und ich drücke mal Start. Da wird die Node motzen, genau. Aber wir sehen schon, was passiert ist. In den IC Lights sind nämlich auch Calculate Normals from Images dabei, also die Node heißt so. Und die erzeugt uns diese wunderschöne Normal Map. Ich finde, die ist schon sehr detailliert und sehr gut, deswegen habe ich die auch sehr gerne verwendet hierfür. Und die werden wir jetzt weiterhin verwenden, um unsere Belichtung anzupassen. So, was will denn die Node hier jetzt von uns? Das ist die neue Node, ne, deren Ursprung aus diesem Repository kommt, was ich euch gezeigt habe, die ich mir dann genommen habe und erweitert habe, so wie ich dachte, sie machte Sinn. Zuerst einmal motzt sie rum, dass sie keine Specular Map hat. Kommen wir gleich zu. Gucken wir erstmal, was sie denn hat. Und zwar ist das eine Diffuse Map. Die Diffuse Map, wir verfolgen mal hier oben den Pfad. Die Diffuse Map ist eigentlich unser skaliertes Bild, also unser Originalbild. Ne? Das ist die Diffuse Map. Die Normal Map ist klar, das kommt hier aus den Calculate Normals from Images, können wir ihr einfach geben. Die Specular Map müssen wir jetzt erzeugen. Und das ist im Prinzip auch sehr einfach. Wir sagen einmal Get Image Size. So, nehmen uns das Bild von hier oben runter. Also damit wir die Größe unseres Originalbildes haben, sagen einmal, wir wollen ein Empty Image haben. So, lagern hier einmal die Weite und die Höhe aus. So, dale. Zack, zack. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir kriegen nämlich jetzt ein schwarzes Bild. Und das können wir schon in die Specular Map reinhängen. So, wenn ich jetzt einmal QPrompt drücke, sehen wir schon, dass wir ein Bild kredenzt bekommen. Und wer ganz scharf aufgepasst hat, sieht hier schon, dass wir von rechts eine weiße Beleuchtung erhalten. So, kommen wir jetzt mal zu den Einstellmöglichkeiten dieser Node. Ich sage mal Auto Q hier. Dann rattert er los und bei jeder Änderung feuert jetzt ein Q. Instant. Ich habe eigentlich gar nicht mal versucht, ob wir auch Change machen können. Ich probiere es mal. So, mit Light Yaw können wir den Winkel von links nach rechts bestimmen, mit der das Licht auf unser Motiv scheint. Und wenn ich das jetzt mal so drehe, Instant ist besser. So, wenn ich das jetzt mal so drehe, sehen wir schon, wie das Licht über unser Motiv wandert und wie auch der Schattenwurf sich etwas anpasst, zum Beispiel die Nase, ne? Wie die anders beleuchtet wird. Kriege das noch so ein bisschen besser hin? Ja, das sehen wir hiermit. Mit Light Pitch können wir die Lichtquelle von oben nach unten verschieben. Die lassen wir für unser Beispiel hier mal auf 0. Ich bleibe hier auch mal auf 85 Grad. Specular Power werden wir jetzt noch gerade nicht sehen. Kommen wir gleich nochmal zu. Mit dem Ambient Light können wir die Belichtung unseres Gesamtbildes, also mit dem Ambient Light, das sagt es schon, ich zeige es euch einfach. Wir drehen es runter und sehen dann eigentlich nur noch das, was von unserer Belichtung übrig bleibt. Also wir drehen die gesamte Belichtung im Bild selber runter und nur noch unsere Lichtquelle ist dadurch sichtbar. Normal Diffuse Strength. Hiermit können wir angeben, wie stark unsere Lichtquelle sein soll. Ne? Also wenn ich das hochdrehe, seht ihr schon, dass die rechte Seite sehr stark beleuchtet wird. Im Gegenzug dazu Ambient Light drehe ich runter. Dann sehen wir hier auch nur noch unsere Lichtquelle scheint auf unser Motiv. So, einmal wieder alles zurückdrehen. Ich bleibe mal hier bei 0,6. Specular sehen wir jetzt gerade nichts. Das liegt daran, dass unser Bild unten, unsere Specular Map, wir erinnern uns, schwarz ist. Kommen wir gleich zu. Total Gain, damit können wir die Belichtung nochmal komplett anpassen, beziehungsweise die Helligkeit. Und hierbei ist es gemixt. Einmal das Ambient Light und unsere Lichtquelle aka Normal Diffuse Strength. Die sind hier gemixt. Und hier unten sehen wir jetzt auch noch, hier gibt es einen Color Input.
damit können wir per Integer-Wert die Farbe unserer Lichtquelle anpassen. Da zeige ich euch gleich aber auch noch einen einfacheren Weg. So, als allererstes nehmen wir mal die Specular Map. Und da kommen wir auch schon zu dem einfacheren Weg. Wir haben jetzt ein schwarzes Bild, das heißt, wir haben keine Highlights. So, wir können jetzt aber hier hingehen und sagen, wir möchten auch die Color austauschen. Und für den Fall habe ich eine, wo ist sie? Da, RGB Color Node gemacht. Und hier können wir jetzt den Integer-Wert reinhängen. So, ich lasse das mal ganz einsnappen hier. Ja. So, natürlich haben wir jetzt schwarz. Wir können aber jetzt hingehen und hier ganz bequem mit den Schiebereglern unsere Farben mischen, wie wir sie brauchen. Wir brauchen jetzt für die Specular Map nur weiß. Das bedeutet, wir drehen natürlich alles auf volle Möhre. Was ihr aber mit der Node auch machen könnt, ist, ihr könnt die einzelnen Kanäle, die ihr dann gesetzt habt, ausgeben. Ihr könnt aber auch das Ganze als Hex-String-Wert umgewandelt ausgeben lassen. Und ihr habt noch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal eine Farbe mischt, die schon grob eurem Geschmack entspricht, könnt ihr mit Plus Minus diese Farbe noch verstärken oder verringern. Ne? Nur mal so für die Kapazitäten dieser Node. Aber für jetzt wollen wir ja ein weißes Bild haben. Und wir gucken jetzt nochmal hier oben rein. Ihr seht schon, es hat sich ein bisschen verändert. Das liegt daran, dass die Specular Highlight Strength auf 1 ist. Es ist schon viel zu hoch. Wir können sie trotzdem hochdrehen. Und dann sehen wir in absolut übertriebenem Maß, wie die Highlights jetzt bei der Belichtung hier betont werden. So, das ist, wie gesagt, es ist viel zu stark. In meinen Tests habe ich gesehen, 0,2 ist eigentlich ganz schön, um so ein bisschen das Highlighting zu betonen. Auch wo es bei Weiß jetzt auch hier noch, ja, doch drastisch zu stark ist. So, was wir jetzt aber natürlich machen können, wir können es auch hier sagen, Convert Color to Input. Wir nehmen uns noch eine RGB Color Node dazu, hängen hier den Int rein, sagen Color, setzen das Ganze auf Rot. Und wenn ich jetzt mal die Diffuse Map hochdrehe und wir schauen uns das Ganze an, sehen wir, dass wir jetzt eine rote Lichtquelle haben, die natürlich auch wieder viel zu stark ist. Wir gehen mal mit 1 rein, auch das ist noch zu stark. Aber es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie man es machen möchte. Deswegen 0,6 und 85. Wir sehen hier auf der rechten Seite diesen leichten Rotschimmer. Wir können es auch nochmal mit Ambient Light 0 validieren. Hier sehen wir, wo unsere Lichtquelle sich jetzt in das Ambient Light reinmischen. Wenn wir da mit 0,9 fürs Ambient Light reingehen, kriegt unsere Lichtquelle natürlich ein bisschen mehr Verstärkung. So. Natürlich können wir jetzt auch hier hingehen und sagen, wir wollen aber lieber eine blaue Lichtquelle haben. Ne? Dann sehen wir hier schon, dass sich das Ganze auf blau geändert hat. So, alles mal wieder zurückstellen. Das ist eine Variante, wie ihr es machen könnt. Ihr könnt auch 2 verschiedene Lichtquellen verwenden. Wir nehmen jetzt einmal hier den ganzen Batzen und kopieren uns den. Und ich mache hier unten mal die Specular Map weg. Die ist ja eher langweilig mit ihrem permanenten Weiß. Wir kopieren uns einmal hier noch eine RGB Color Node dazu. Setzen das hier rein. Und nehmen jetzt anstelle der Diffuse Map, nehmen wir jetzt von hier oben die Diffuse Map und können jetzt hier von, achso, ich wollte hier oben auf Rot bleiben. Rot, so. Und läuft er noch? Ne, jetzt läuft er wieder. Und hier unten wollte ich einmal Grün nehmen. Und wenn ich jetzt hingehe und verschiebe das Ganze nach hier rüber und sage natürlich, das ist viel zu stark von Grün her. So. Hier sehen wir auch sehr schön an den Wangen, wie unsere Speculars rauskommen. Die könnten wir auch noch einen Ticken verringern. So. Ja, gehen wir noch ein Stückchen weiter. Als Beispiel reicht's. Also so könnt ihr dann noch eine zweite Lichtquelle hinzufügen. Jetzt haben wir nämlich die Beleuchtung von rechts in Rot und die Beleuchtung von links in Grün. So, damit es ein bisschen einheitlich ist, machen wir hier minus 85. Dann passt das Ganze schon. Vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, dass es dazu kommen kann,
das die Belichtung in den Hintergrund überblendet. Ist vielleicht eben beim Weißen aufgefallen. Für den Fall gibt es hier eine Maske und die verbinden wir jetzt hier über diesen Pfad hier oben. Allerdings ist das nicht die Maske, die wir hier hinten mit einem Blur belegt haben, sondern direkt die Maske, die aus dem Image Remove Background rauskommt. Die läuft hier oben über die Pipeline weiter und die können wir jetzt mal in unsere Nodes reinhängen. Und um das zu zeigen, sagen wir jetzt einmal, wir nehmen noch einmal wieder eine weiße Lichtquelle hier oben, setzen das Ganze mal auf 1 und jetzt ist auch nur noch unser Vordergrund betroffen und es blendet nicht mehr in den Hintergrund über. Ne, Maske ist aber optional. Kann man machen, wie man möchte. Manchmal bei der Beleuchtung hier kriegt man dann auch so ein bisschen Halo-Effekt, so ein bisschen Überschein. Vielleicht möchte der ein oder andere das. Oder ihr könnt die Maske ein bisschen erweitern, um dieses Ziel zu erreichen, wie man möchte. So. Oder Grün kickt ganz schön rein, sehe ich gerade. Ziemlich stark, ne? Muss man nur ganz dezent machen. Gut. Das sind die Möglichkeiten, um die Lichtquellen dann farblich anzupassen oder Lichtquellen zu erzeugen. Ich habe aber noch was anderes eingebaut und zwar Folgendes. Wir brauchen die Specular Map weiterhin. Wir nehmen jetzt aber mal die RGB Colors weg. Prompting hat gestoppt, weil unsere Nodes sowieso jetzt erstmal die Color wieder erwarten. Und zwar, was wir auch machen können, ist, wir nehmen uns einmal von hier vorne unser Originalbild. Ich sage Copy Image. Drücke hier hinten Steuerung V, dann kriegen wir eine Load Image Node. Und was wir hier jetzt machen können, ist, ich packe die mal hier rüber. Es gibt jetzt auch eine Get Mean Color Node. Und was die macht, ist, ich verbinde das mal eben. Wir nehmen ein Empty Image. Höhe und Weite sind in dem Fall egal. Ich mache einmal Preview Image hier hinten und lagere die Color aus, damit wir die wieder hier kriegen. Und wenn ich die einmal laufen lasse, dann kriegen wir mit dieser Node die Durchschnittsfarbe unseres Bildes. Grau ist jetzt nicht besonders schön, ne? Das gebe ich zu. Wir haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen eine Maske anwenden. Und da gehe ich mal rein und wir schieben uns das mal zurecht und sagen wir mal, wir wollen zum Beispiel hier hinten diese Lichtquelle markieren. Das heißt, ich markiere mir mal hier hinten dieses Pink, sage Save to Node und sobald ich die Maske jetzt hier rüber verbinde, kriegen wir den Durchschnittswert unseres maskierten Bereichs. Und mit Amplify kann ich das Ganze noch verstärken. Jetzt haben wir hier natürlich ein Integer-Output wieder erhalten und wir können den ganz bequem hier oben reinhängen. Und jetzt kriegen wir nämlich für unser erstes Bild hier schon mal eine leicht pinke Lichtquelle. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das sieht so aus. Hier macht es ein bisschen stärker, nicht zu stark. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass es auch nicht zu krass wird. So ist es, glaube ich, ganz okay. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal für unsere zweite Lichtquelle. Das heißt, ich kopiere mir einmal die Load Image Node, gehe in den Mask Editor, sage Clear und sage jetzt hier an der Stelle, ich möchte zum Beispiel dieses Orangene hier hauptsächlich haben. Nehme mir die Get Mean Color Node, hänge alles zusammen. Das können wir einmal hier reinhängen. Wir sehen jetzt schon, wir kriegen jetzt hier aus dem linken Bereich, den wir maskiert haben, auch die Mean Color, also die Durchschnittsfarbe. Das ist so ein Orange. Wir hängen diese Node einmal hier rein und müssen das jetzt natürlich dementsprechend noch anpassen. Wir nehmen Ambient Light mal runter, drehen diese Farbe einmal etwas auf. Die ballert auch nicht so rein wie unser Grün eben. Sagen, wir wollen das Ganze ein bisschen mehr in die Richtung verschieben und gucken mal, wie es sich verhält. Wenn wir ein bisschen übertreiben. Vielleicht können wir sogar mit 1 reingehen. Das Ganze noch ein bisschen weiter nach links schieben. Vielleicht ein bisschen hoch, obwohl das müsste eigentlich etwas runter, ne? So,
sind ja jetzt auch nur so Beispielwerte. Und Ambient Light drehe ich mal um 5 runter. Da können wir als Ausgleich hier oben unsere Diffuse noch ein bisschen höher drehen, damit wir ein bisschen mehr Pink von dem Schild da hinten kriegen. Und so kann man dann rumspielen und sich an eine neue Belichtung rantasten und somit dann letztendlich, wir nehmen mal eine Comparer Node dazu, Comparer RG3, das ist unser neues Bild hier vorne, das ist unser Originalbild, das hängen wir jetzt mal hier rein. Machen wir Auto-Cue aus, einmal reicht in dem Fall. So, das war unser Originalbild und das ist unser neues Bild. Wir sehen jetzt, es ist sehr dunkel geworden. Das heißt, wir machen den Auto-Cue nochmal an und versuchen das Ganze ein bisschen wieder mit Total Gain anzupassen. Auch natürlich wird da nur unser maskierter Bereich heller gemacht. Die Comparer Node versagt leider bei Auto-Prompting. Ja, das ist schon zu viel. Wir gehen mal so auf 1,3. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Ne? Und so können wir jetzt die Belichtung in unseren Motiven etwas ändern. Und natürlich könnt ihr danach noch, wenn ihr dann hiermit zufrieden seid, mit der Belichtung auf eurem Hauptmotiv, wenn nötig, nochmal einen Second Pass dahinter machen, also das Ganze nochmal durch ein Sampling schicken oder durch ein Denoising in einem Sampler mit niedrigerer Denoise, aber demselben Prompt wie hier vorne. Und dann könnt ihr Image-to-Image-wise natürlich dann nochmal mehr oder weniger dasselbe oder ein ähnliches Motiv erzeugen, aber jetzt unter Berücksichtigung eurer initiierten Lichtverhältnisse. Und so funktioniert das Ganze dann. Ja, das ist es soweit. Ich werde euch den Workflow vorbereiten und zum Download anbieten. Allerdings eine Basisvariante mit einer Lichtquelle und einer RGB-Node. So werde ich das bauen noch hier und aufräumen. Und den Rest könnt ihr dann ja hier, wie im Video gezeigt, nachbauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin und tschüss.